Willkommen zu meinem Gitarren-Tutorial. Ich möchte heute ein Stück spielen, es heißt Like Ice in the Sunshine. Es ist bekannt geworden durch die Langnese Eiscreme-Werbung. Der Komponist ist der Hanno Hades, ein Hamburger. Ich habe eine Gitarre, eine akustische Gitarre dazu geschrieben und die Patterns laufen oben drüber. Man kann es auch downloaden und ich finde, das Stück kann man alleine gut spielen, aber wer mit Band spielen will, biete ich auch einen Backing-Track an, den kann man ebenfalls unten drunter downloaden. Und wenn ich das gespielt habe, mache ich noch ein paar Erklärungen. Bitte dranbleiben, bis später. In the sunshine, like ice in the sunshine, I'm melting away on a sunny day. Like ice in the sunshine, like ice in the sunshine, I'm melting away on a sunny day. When you walk along the beach, three boys and girls hand in hand, relaxing the big baby, with an ice cream in your hand. Like ice in the sunshine, like ice in the sunshine, I'm melting away on a sunny day. Like ice in the sunshine, like ice in the sunshine, I'm melting away on a sunny day. If you wanna have some fun, feeling grooving down by the sea, lay down in the summer sun, feel a good vibration with me. Like ice in the sunshine, like ice in the sunshine, I'm melting away on a sunny day. Like ice in the sunshine, like ice in the sunshine, I'm melting away on a sunny day. When you're in sea, ocean bay, see the surfers glide out of reach. Have fun on a sunny day with the ice cream on the beach. Like ice in the sunshine, like ice in the sunshine, I'm melting away on a sunny day. Like ice in the sunshine, like ice in the sunshine, I'm melting away on a sunny day. Willkommen zurück. Ganz schön hoch der Gesang. Ja, viele Verse werden mit Frauen gesungen. Nur am Anfang singt ein Mann. Also für die Frauen ist es kein Problem. Und für die Männer würde ich vorschlagen, einfach eine Oktave tiefer singen. Da ist mir ein Lied in den Kopf gegangen, und zwar den Sunshine Reggae. Und da singt der Holländer, der das aufgenommen hat, auch einmal tief und hoch und klingt auch ganz gut. Also, wenn es zu hoch ist, dann einfach eine Oktave tiefer singen. Vor allem, wenn man es alleine spielt. Bei mir klingt die Kopfstimme zum Beispiel schrecklich. Ja, aber ich habe es trotzdem gemacht. Ja, gut. Also, ich will mal beginnen mit dem Anfang
Und da geht's ja los mit Like Ice in the Sun. Und ich singe eine Oktave tiefer. Like Ice in the... Ich will es mal kurz vorspielen. Like ice in the sunshine, like ice in the sunshine, I'm melting away on this sunny day. Ja, und da habe ich dann bei dem ersten Like Ice in the Sunshine, kommt alles so ungerade. Und da habe ich dann drunter geschrieben, wie gezählt wird. Ich klatsch mal. 1, 2 und 3 und 4. Und da das am Anfang alleine gesungen wird, ist das egal. Und dann kommen 2 gerade Noten. Sunshine. Und wenn diese gerade Noten kommen, dann kommt es unten dagegen. Nämlich mit diesem Rhythmus. 1, 2 und 3 und 4. Ich finde das wichtig, dass man das so macht, dann klingt es besser, als wenn alles gleich ist. Also der Rhythmus von der Gitarre, von dem zweiten Takt wäre dann 1, 2 und 3 und 4. Und 1, 2, 3, 4. Und dann kommt wieder gerade. Wobei oben im Gesang dann wieder ungerade kommt. Also ich mache es mal ganz langsam vor. Like ice in the sun. Ne? Weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Dieses Sun, wenn der Ton runterkommt, wird die Gitarre schon angeschlagen und dann kommt nochmal ein Aufschlag. Also Sunshine, das ist alles. Und wenn es gleich wäre, dann wäre es Sunshine. Das ist langweilig. Ne? Nochmal. Like ice in the sunshine, like ice in the sunshine, I'm melting on. Ja? Also, das liegt mir so doch am Herzen, dass das so gespielt wird. Ich habe noch andere Grooves drauf gehabt am Anfang, das wäre so gegangen. Like ice in the sunshine, like ice in the sun. Das ist mir zu langweilig gewesen. Dann kommt noch so eine schräge Stelle im Takt 97. Ihr könnt ja die Tabulatur downloaden. Das steht unten drunter. Ich habe es am Anfang gesagt. Und da geht es dann so. Das fängt an mit einem G-Moll 7. Ja, das spielt eigentlich ein Synthesizer, aber ich habe es für die Gitarre trotzdem geschrieben. Und nochmal. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3 und 1, 2, 3, 4. Dann kommt das Saxophon-Solo. Und da muss ich mal die Akkorde erklären. Der G-Moll 7 geht ja einfach so, alles in der dritten Lage so. Oder manchmal kann man sagen so, so. Der ist einfach. Und dann gibt es einen G94. Der ist eigentlich so. Laut Fred Hartz Jazzstudium. Ja, der hat viele Bücher geschrieben. Also ein G-Akkord wäre so. Und dann einfach den G-Akkord nach F runtersetzen und den G-Bass lassen. Und diesen Akkord kann man auch wieder oben am 8. Bund spielen. Und der steht genau auf den Noten als vorletzter Akkord. Das ist ein G94. Ich gehe jetzt nochmal runter und versuche das mal zu erklären. Der G ist der Grundbass, das F ist die kleine Septime und das A ist die None.
Und wenn es ein G9 wäre, dann wäre es halt so. Ich habe zu lange Fingernägel. So oder so sind G9. Aber das H, das ist die Taz, die ist eben nicht dabei, sondern es ist das C oben. Und deswegen ist es der Quadverhalte Vierer. Also so ein Akkord heißt G9-4. Oder so ist dasselbe. Und der fängt dann an, eben beim Takt 98 als S als Grundbass, so. Also dieser Unterschied zwischen G-Moll 7, 2, 3, 4, 2, 3, klingt super. Und dann wird es einfach chromatisch nach hochgezogen. Dann kommt eben nicht ein S9-4, sondern ein E9-4, ein F9-4, ein Fis-9-4, ein G9-4 und bis zum Ges. Und dann kommt der A-Akkord. Und das Saxophon-Solo kommt. Also wen das nicht interessiert, der kann es einfach weglassen. Und dann kann man die Modulation einfach so machen. G-Moll 7. Und dann einfach in der 5. Lage den E9-4 spielen. Das ist die Dominante. Und dann kommt man auch zum A. Ja. Aber ich habe mich am Original gehalten. Also 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4, 2, 3 und 1, 2, 3, 4. Ja, also, ich glaube, das war's dann. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr könnt mir einen Daumen-Like geben, wenn es euch gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Übrigens, wer die Noten mit haben will bei der Gitarrenbearbeitung, die darf man nicht bei YouTube veröffentlichen oder zum Download anbieten. Könnt ihr mir eine E-Mail schreiben, ich schicke es euch dann zu. Ihr könnt also nur diese Patterns downloaden und den Backing-Track, wenn ihr noch wollt. Wollte ich noch hinweisen.